Wer gewinnt FEC, der am schnellsten Max-Level ist? Nein. Es gibt einmal ein FEC PvE Tournament. Da bildet man Vierer-Teams und tötet eine gewisse zusammengestellte Konstellation von Monstern. Und die es am schnellsten schaffen, gewinnen. Das ist die PvE-Challenge. Die wird aber nur ganz schlecht belohnt. Also da gewinnt man echt nur so 1000 bis 2000 Euro in iPad, iPods gibt es glaube ich gar nicht mehr, iPhone, iPad oder eine Reise nach Korea oder halt den Gegenwert davon in F-Coins. Also ich würde sagen maximal 2000 Euro, so Pi mal Daumen, kriegen da die Gewinner. Das ist echt wenig, weil da Erster zu werden ist alles andere als einfach. Da musst du schon pervers gutes Equipment haben und halt so gut wie keine Fehler machen. Etliche Tries machen, man kann es so oft probieren, wie man will, glaube ich. Aber ja, also ist glaube ich nicht so spaßig tatsächlich. Und den Gewinn, da kannst du gerade mal deine Ausgaben wahrscheinlich wieder reinholen, mehr oder weniger. Also wer da gewinnt, hat höchstwahrscheinlich das, was er da gewinnt, mindestens bereits reingecashed. Also er kriegt höchstens sein Geld zurück sozusagen. Und PvP-Challenge, da haben die Gewinner 80.000 bekommen. Also jeder 20.000, auch Vierer-Teams. Da hat jeder 20.000 US-Dollar gewonnen, vor Steuer. Die sie eventuell oder eventuell auch nicht bezahlt haben, diese Steuern. Und das lohnt sich natürlich wesentlich mehr. Aber da könnte man behaupten, es ist wahrscheinlich sogar noch schwieriger, Erster zu werden. Weil bei der PvP-Challenge, ich meine gut, eigentlich bei beiden Challenges, da machen gar nicht so viele Leute mit. Also auf dem FEC-Server spielen echt arsch viele Leute. Also da hat man safe täglichen Peak, mehr als 10.000 Spieler auf FEC. Nur auf dem Server, ohne die anderen Server mitzurechnen. Sind da bestimmt 10.000 Leute zeitgleich online am Zocken. Und trotzdem nehmen im PvP nicht mal 100 Leute teil. Oder gerade mal 100 bis 200 vielleicht. Also nicht mal, gerade mal etwas über 1% aller Spieler. Und beim PvE-Ding, ich glaube, da nehmen noch weniger Leute teil. Ich glaube, das sind nicht mal 50 Teams. Und manche nehmen doppelt teil. Du kannst auch in mehreren Teams teilnehmen und nur deine höchste Teilnahme zählt dann und so. Also bei der Belohnung dann am Ende. Und ja, es ist crazy. Also da macht eigentlich kein Schwein mit. Ich meine, klar, die meisten Spieler sind auch nicht gut genug dafür, muss man ganz klar sagen. Ich habe selber auch noch nie mitgemacht, weil ich auch nicht gut genug war. Aber daran siehst du schon, wie competitive das ist, dass die meisten Leute nicht mal mitmachen, weil sie von vornherein wissen, das ist komplette Zeit- und Geldverschwendung, weil du keine Chance hast, da zu gewinnen, weil halt nur die absoluten Superwale mitspielen oder überwiegend Superwale mitspielen, die so pervers reingecasht haben und so gutes Equipment haben, dass du keine Chance gegen die hast. Selbst wenn du theoretisch besser spielen würdest, wird einfach die Equipment-Differenz dich fertig machen. Oder die unendlichen Holies, Scroll of Holies, unendliche Power-Ups etc. werden dir halt irgendwann das Genick brechen. Und ja, das ist so der FEC. Also das sind die FEC-Gewinner. Aber es nehmen echt wenige Leute teil. Also letztes Jahr hat es mich überrascht, weil ich meine, die haben diesen Preispool angekündigt mit diesen 110.000 $. Wo am Anfang nicht ganz klar war, ist das PvE und PvP. Am Ende hat sich herausgestellt, die 110.000 haben sich nur auf PvP bezogen. Das Gesamtpreisgeld war eigentlich sogar noch höher, tatsächlich. Wenn man alle geldwerten Vorteile, wie auch F-Coins und so mit eingerechnet hätte, wären es eigentlich noch mehr gewesen. Dann wären es wahrscheinlich so 120.000 oder 125.000 gewesen. Aber gut, ich meine, das ist ja dann auch nicht mehr so viel Unterschied. Aber die 110.000 gab es tatsächlich rein im PvP-Tournament. 80 für die Gewinner, 20 für den zweiten Platz und 10 für den dritten Platz. Und ja, war schon crazy. Auf jeden Fall. Hau rein, Heidruken. Wer der Erste wird, hat mindestens gefühlt auch mehrere tausend rein für PvP. Ja, also da gewinnst du nicht als Free-to-Play-Spieler. Ich weiß nicht mal, ob da überhaupt ein Free-to-Play-Spieler mitgespielt hat, ehrlich gesagt. Im Nachhinein würde wahrscheinlich irgendjemand sagen, ja, ich war Free-to-Play. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass da irgendein Free-to-Play-Spieler mitgespielt hat. Und wenn, dann ist er wahrscheinlich direkt in der ersten Runde rausgeflogen. Beziehungsweise in der zweiten. Das war
Double Elimination. Also man musste zweimal verlieren, um rauszufliegen. Ja. Aber als sie diesen krassen Preispool angekündigt hatte, das war das, was ich gerade noch sagen wollte, hat es mich überrascht, weil ich dachte, okay, klar, normalerweise würden da jetzt nicht so viele Leute mitmachen, aber ich dachte mir so, okay, aber der Preispool ist so riesig, aber es hat keinen Unterschied gemacht. Es haben trotzdem nur sich ganz wenige Leute angemeldet und überhaupt probiert, weiterzukommen. Also es waren echt nicht viele Teams und es war auch überhaupt nicht knapp. Also am Ende gab es wirklich einfach die Top 8 Teams dann, die schon, ich meine, es gab ein paar Teams, bei denen waren es schon knapp, aber die meisten Teams hatten keine Chance und ja, war schon von vornherein klar, dass es halt ein paar Teams gibt, die deutlich besser sind als alle anderen. Haben auch alle gesagt, also schon bevor es losging. Also die Gewinnergilde, die auch tatsächlich gewonnen hat, haben schon alle vorher gesagt, dass sie gewinnen werden. Und es war zwar dann am Ende doch ziemlich knapp tatsächlich. Also es gab 2 Gilden, die deutlich besser waren als alle anderen. Aber es war, weil von vornherein haben die Leute schon gewusst, wer gewinnt. Also es gab auf jeden Fall einen Favoriten. Und ja, da siehst du halt schon, dass es halt etwas anders ist als bei, in Anführungszeichen, richtigem E-Sports. Also klar, bei richtigen E-Sports gibt es auch Favoriten, gibt es auch das beste Team. Aber bei Flive gab es das ja noch nie und trotzdem stand von vornherein fest, wer gewinnt so ungefähr. Also das war schon fragwürdig, sagen wir es mal so. Also fragwürdig im Sinne von PvP-Tournament in einem Pay-to-Win-Game mit so einem hohen Preispool. Aber hat sich halt gut vermarkten lassen, I guess. Weil ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt so viel Werbung mit diesem Preispool tatsächlich gemacht haben. Wahrscheinlich schon, aber ich habe es nicht wirklich so mitbekommen. Danke für den Follow, Textorion. Auf jeden Fall wird es interessant, wie viel Preispool es dieses Jahr wird, weil ich habe letztes Jahr gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nochmal 110.000 Dollar gibt, weil wie gesagt, die Anzahl der Teilnehmer war doch ziemlich gering. Und dadurch, dass ja auch nicht so viele Leute überhaupt teilnehmen wollten, also nicht nur die Top 8 Teams, sondern alle, die für diese Top 8 Plätze, die dann tatsächlich am Turnier teilgenommen haben, mitgespielt haben, war echt nicht so viel. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, wie viel mehr Geld Gala tatsächlich durch diesen hohen Preispool gewonnen hat oder bekommen hat. Und ob nicht einfach das gleiche, also die gleichen Einnahmen generiert werden, wenn der Preispool nur 50.000 beträgt oder so. Also ich gehe stark davon aus, dass es dieses Jahr deutlich weniger sein wird. Die Hälfte oder so. Vielleicht auch nochmal 110.000, keine Ahnung. Aber ich habe das Gefühl, dass das mit dem Preispool relativ irrelevant ist tatsächlich. Aber wir werden sehen. Also ich bin auf Twitter eigentlich schon relativ gut vernetzt, was so Gaming-News und sowas angeht. Also da bekommt man eigentlich schon einiges mit. Junge, diese F3-Leiste geht mir so fucking auf die Eier. Das ist echt unfassbar. Und ich habe nicht einen einzigen Post über Flive FEC 110.000 Dollar Tournament gesehen. Und das spricht ja schon Bände darüber. Also ich meine, die geben 110.000 Dollar dafür aus. Und es macht quasi überhaupt nicht die Runde. Kein Mensch, der nicht wirklich Flive spielt, hat davon mitbekommen, Wind bekommen, irgendwas mitbekommen. Das zeigt ja schon, dass das irgendwie gar nicht mal so gut investiert war. Also natürlich nicht, dass sie es nicht... Also können sie gerne wieder machen. Also ich habe nichts dagegen. Also ich gönn's den Leuten schon. Aber es ist ja die Frage, ob das dann so sinnvoll investiert ist. Oder ob sie nicht einfach noch viel mehr Werbung machen sollten. Und dann für lieber den Preispool ein kleines bisschen niedriger. Aber ist ja nicht meine Entscheidung.